500 €. So viel verbrennen die meisten Touristen in Vietnam. In den ersten 3 Tagen. Kein Scam, kein Diebstahl. Nur 20 Fehler, die ihr nicht mal merkt, während ihr sie macht. Wir haben über Monate in Vietnam gelebt und jeden einzelnen dieser Fehler bei anderen Touristen gesehen. Manche kosten Geld, manche kosten Nerven. Und einer davon kann eure komplette Reise zerstören. Okay, du landest in Vietnam, in Hanoi oder Ho Chi Minh City und direkt am Flughafen befindet sich der erste Fehler. Es stehen dort ca. 100 Taxifahrer, die euch ansprechen wollen und die Preise sind meistens extrem überteuert. Einige Taximeter sind sogar manipuliert. Unser Tipp wäre daher, fahrt nur mit Grab, Seng, Mai Ling oder Wiener Sun. Von allen anderen solltet ihr die Finger weglassen. Und noch ein Pro-Tipp, ladet euch am besten die App Grab und oder Seng schon im Voraus runter, dann könnt ihr damit direkt fahren, wenn ihr landet. Diese Fast Tracks werden euch gefühlt überall angeboten. Online, am Schalter und manchmal sogar über Agenturen. Wenn man diese ganzen Horror-Stories aus dem Internet sieht, wo Leute ewig warten müssen, klingt das schon sehr verlockend, wenn man dann bei der Immigration Zeit spart. Aber die Realität sieht anders aus. Meistens wartet man vielleicht 15 bis 30 Minuten, denn es geht wirklich schneller, als man denkt. Wir persönlich mussten uns auch noch nie einen Fast-Track holen und kamen immer recht zügig rein. Es lohnt sich vielleicht erst, wenn ihr mit 3 anderen Langstreckenflügen gleichzeitig ankommt, aber dann seid ihr vielleicht 10 Minuten eher fertig und am Ende müsst ihr zwar weniger bei der Immigration warten, aber trotzdem auf euer Gepäck und da ist man auch nicht unbedingt eher draußen. Der Verkehr in Vietnam ist einfach anders als in Deutschland. Es ist viel mehr los, es ist chaotischer, aber Regeln gibt es hier trotzdem. Aber die werden immer nicht so ernst genommen. Also zum Beispiel eine Einbahnstraße dient nicht nur als Einbahnstraße und ein Bürgersteig wird gerne auch mal als Fahrbahn genutzt, vor allem in der Rush-Hour-Zeit. Unser Tipp wäre daher, wenn ihr landet, fahrt nicht direkt mit dem Moped oder Motorrad los, sondern schaut euch den Verkehr erstmal an. Fahrt erstmal mit Seng und Grab und dann, wenn ihr euch ein bisschen mehr traut, übt in einer ruhigen Straße. Also nicht mitten in der Innenstadt von Hanoi, sondern wirklich eine Gegend, wo nicht viel los ist. Und ganz wichtig, in Vietnam gilt Helmpflicht. Wenn ihr keinen Helm tragt, werdet ihr von der Polizei angehalten und müsst Strafe zahlen. Viele tragen hier so einen ganz süßen kleinen Helm, sieht ganz schick aus, aber ich bin ehrlich, der schützt nicht wirklich. Holt euch lieber einen richtigen Helm, wenn ihr Wert auf Sicherheit legt. Wenn ihr in Vietnam Roller fahrt, kann es sehr wahrscheinlich sein, dass die Polizei euch auch mal anhält. In solchen Momenten wollen die meistens Kaffeegeld. Unser Tipp wäre daher, habt ein zweites Portemonnaie dabei, mit ein bisschen weniger Geld, so 100 bis 200.000 Dong. Und wenn die Geld von euch verlangen, gebt ihr ihnen das und sagt einfach, ihr habt nicht mehr dabei. Euer richtiges Portemonnaie mit richtiger Kreditkarte versteckt ihr irgendwo tief hinten im Rucksack und zeigt das denen nicht. Wichtig in solchen Momenten ist es, ruhig zu bleiben, freundlich zu sein und nicht streiten. Denn am Ende sitzen die Polizisten am längeren Hebel. Zurzeit sehe ich aber ganz viele Polizisten auch mit so einer kleinen Kamera. Das ist aber vom Vorteil für euch, denn Vietnam geht immer mehr gegenüber Korruption vor. Und so könnt ihr bei solchen Momenten nicht unschuldig beschuldigt werden. Klingt zwar banal, aber in Vietnam stellt man sein Bike nicht einfach irgendwo ab. Vor Geschäften, Restaurants, Cafés und Sehenswürdigkeiten gibt es meistens jemanden, der auf die ganzen Bikes aufpasst. So wie in diesem Fall zum Beispiel. Solche Parktickets kosten dann meistens so um die 5.000 bis 10.000 Dong. Ihr bekommt dann auch eine kleine Quittung, die hebt ihr dann auf und gebt dann wieder ab, wenn ihr euer Bike abholt. Vietnam ist wirklich ein sehr, sehr langes Land und daher fliegen viele von Stadt zu Stadt, was natürlich auch geht, denn es ist oft sehr schnell und sehr entspannt. Aber wir würden euch empfehlen, auch mal mit dem Zug oder mit dem Bus zu fahren, denn dann könnt ihr die wunderschöne Landschaft von Vietnam sehen und in den meisten Fällen ist das sogar viel, viel günstiger als mit dem Flugzeug. Und falls ihr dann doch fliegt, fliegt lieber eher weniger mit Vietjet, denn die haben sehr oft Verspätungen und oft versteckte Kosten für Gepäck. Der Klassiker, ihr landet am Flughafen und wollt direkt euer Geld wechseln. Aber der Kurs am Flughafen ist wirklich extrem schlecht. Teilweise 3 bis 5% weniger als in der Innenstadt. Unser Tipp wäre, ladet euch die App Grab oder Seng runter, hinterlegt eure Karte, dann könnt ihr bargeldlos in die Innenstadt fahren und dort euer Geld wechseln oder abheben. Das ist nun wahrscheinlich der teuerste Fehler in unserer Liste. Und zwar, wenn ihr dein Geld am Automaten abheben wollt, fragt euch der Automat, ob ihr den Wechselkurs vom Automaten nehmen wollt. Da müsst ihr auf jeden Fall auf Nein klicken, denn dann bekommt ihr den Wechselkurs nach eurer Bank und der ist viel, viel besser. Und noch ein kleiner Tipp, die Automaten von der VP Bank nehmen keine zusätzliche lokale Gebühr für ausländische Karten. Bei anderen Banken sind das meistens nochmal um die 50.000 Dong.
Vietnam ist bis heute noch ein Bargeldland. Klar, in touristischen Restaurants und Hotels kann man schon mit Karte zahlen, aber das war es meistens dann auch schon. ATMs sieht man auch nicht in jeder Ecke. In Hanoi und Ho Chi Minh City ist es ein bisschen einfacher, aber in ländlichen Gegenden schon echt schwer. Zum Beispiel in Phong Nha kann es auch mal sein, dass der nächste ATM 1 Stunde entfernt ist. Unser Tipp ist daher, wenn ihr ein ATM seht, hebt lieber ein bisschen mehr ab, als am Ende zu wenig und verteilt das Geld schön. Also eins in eurem Portemonnaie, eins in eurem Rucksack, eins in der Hosentasche und eins in eurem Zweitportemonnaie. Prüft euer Geld nochmal ganz genau bei der Rückgabe, denn in Vietnam gibt es auch Fake-Scheine. Ihr solltet euch merken, dass die Scheine normalerweise aus Polymer, also aus Plastik bestehen. Sie sind von der Oberfläche glatt und wenn ihr das gegen das Licht haltet, seht ihr ein Wasserzeichen von Ho Chi Minh. Die einzigen Scheine, die aus Papier sind, sind die Scheine von 1000 bis 5000. Wenn ihr dann das Wechselgeld bekommen habt, schaut euch die Scheine genau an und wenn einer komischer aussieht, lehnt ihn lieber ab und verlangt einen anderen. Handeln ist in Vietnam noch vollkommen normal. Wenn ihr nicht handelt, zahlt ihr meistens viel zu viel. Aber in Restaurants solltet ihr natürlich nicht handeln. Da gibt es eine Speisekarte, da sind die Preise fest. Aber auf Märkten ist das wirklich üblich. Als kleine Faustregel etwa 50% des Originalpreises runterhandeln. Dann geht der Verkäufer nochmal hoch und ihr trefft euch so bei 60-70%. Und noch ein Tipp, wenn ihr mehr kauft, ist es ein bisschen einfacher. Dann könnt ihr nämlich einen Mengenrabatt anfragen. Ihr solltet auch ungefähr die Preise in Vietnam kennen, weil sonst zahlt ihr teilweise das Doppelte für nicht unbedingt bessere Qualität und auch nicht unbedingt mehr. Eine Pho kostet im Schnitt so 40.000 bis 70.000 Dong, je nach Region und je nach Ort. Ein Kaffee bekommt ihr so für 15.000 bis 25.000 Dong. Banh Mi gibt es so für 20.000 bis 35.000 Dong. Und ein Moped pro Tag kostet ungefähr 100.000 bis 200.000 pro Dong. Wenn ihr unsicher seid, fragt einfach im Hotel nach, was Locals normalerweise zahlen. Oder ihr schaut euch einfach die Speisekarte von 3, 4 verschiedenen Restaurants an und habt einen Richtwert. In Vietnam erwartet keiner Trinkgeld von euch. In touristischen Restaurants wird teilweise sogar Trinkgeld schon eingerechnet. Da steht immer so Service Charge, das sind so 5 bis 10%. Aber in Local Restaurants ist es eigentlich nicht üblich. Bei Dienstleistungen könnt ihr gerne Trinkgeld geben. Ist zwar kein Muss, aber die Leute freuen sich definitiv. Wenn man in Deutschland in ein Restaurant essen geht, bleibt man meistens so 1, 2, 3 Stunden. Man will das Essen in Ruhe essen, ein bisschen genießen, ein bisschen verdauen. Aber in Vietnam ist es ganz anders. Da heißt es wirklich schnell essen und weiterziehen. Vor allem bei Local-Läden, wo nicht so viel Platz ist, wo ihr teilweise auf kleinen Hockern sitzt, ist das wirklich nicht gern gesehen, wenn ihr zu lange im Restaurant sitzt. Wenn ihr euch aber ein bisschen entspannen wollt, empfehlen wir euch, eines der vielen Cafés hier in Vietnam zu besuchen. Denn da ist es normal, einen Kaffee zu trinken, sich zu entspannen, zu arbeiten oder einfach mit Freunden zu quatschen. Die beste Pho findet ihr nicht auf TripAdvisor, sondern dort, wo ganz viele Locals sitzen und essen. Haltet Ausschau, wo viele Vietnamesen sind, wo es voll ist und schreckt nicht ab, wenn das Restaurant nicht so fancy aussieht. Meiner Meinung nach sind die besten Restaurants die Restaurants, die ein bisschen simpler gestaltet sind. Egal ob ihr teuer esst oder local, meistens sind da solche Feuchttücher und manchmal auch solche Teigstangen. Die sind aber nicht kostenlos, auch wenn die auf eurem Tisch sind. Ihr zahlt für das, was ihr nutzt. Das heißt, wenn ihr eine Stange esst, zahlt ihr für eine Stange. Wenn ihr ein Tuch aufreißt, zahlt ihr für das eine Tuch. Der nächste Punkt ist kein richtiger Fehler, aber etwas, was viele vielleicht gar nicht wissen. Und zwar in vielen vietnamesischen Restaurants gibt es kein englisches Menü. Deshalb solltet ihr euch unbedingt Google Translate oder etwas Ähnliches runterladen. Heutzutage haben die immer so eine Kamerafunktion. Dann kann man das Menü scannen und in Echtzeit übersetzen lassen. Die Übersetzung ist nicht ganz perfekt, aber ihr könnt zumindest sehen, ob da Hähnchen, Schweinefleisch oder Rindfleisch drin ist. Hanoi zum Beispiel gehört zu den Städten mit der schlechtesten Luft weltweit. An guten Tagen hat Hanoi einen Luftqualitätsindex von 100 bis 150 und an schlechten Tagen 150 bis 200 plus. Im Vergleich dazu hat Berlin einen Luftqualitätsindex von durchschnittlich 30 bis 50. Wenn ihr also sehr empfindlich seid, würde ich euch empfehlen, Outdoor-Aktivitäten auf Tage zu verschieben, wo die Luft ein bisschen besser ist. Diese Masken hier tragen Locals nicht wegen Corona, sondern weil sie den ganzen Schmutz und den Smog nicht einatmen wollen. Und das würde ich euch auch empfehlen. Tragt lieber in Vietnam eine Maske. Vor allem beim Mopedfahren, Motorradfahren und Co. Die sind ganz günstig, könnt ihr aus Deutschland mitbringen oder in Vietnam kaufen. Ist wirklich nicht teuer.
Sightseeing zwischen 11 und 14 Uhr in Vietnam zu machen, ist wirklich Selbstbestrafung. Die Temperaturen liegen bei 35 bis 40 Grad, die Luftfeuchtigkeit bei 80 bis 90. Es fühlt sich einfach an wie in der Sauna. Locals gehen um diese Uhrzeit normalerweise auch nicht auf die Straße, sondern erst ab 16 Uhr wieder, wenn es ein bisschen kühler ist, ein bisschen angenehmer ist, dann erwacht auch das Land wieder richtig. In dieser Mittagsstunde würde ich euch empfehlen, eher in ein Café zu gehen, was klimatisiert ist, euch ein kühles Getränk zu bestellen und euch zu entspannen. Oder ihr geht nach Hause und schlaft eine Runde. Das tut euren Körper auf jeden Fall richtig gut. Und ihr solltet auf keinen Fall vergessen, zu dieser Hitze ganz viel zu trinken. Natürlich sind das nicht die einzigen Fehler, die in eurer Vietnamreise auftreten können. Einige Fehler entstehen auch schon vor der Reise. Deswegen schaut euch auch gerne das Video in unserem Abspann an.